Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School zeige ich euch verschiedene Varianten beim Schlittschuhbinden. Ich habe eine Anfrage dazu bekommen und es stimmt, es gibt nicht nur einen Weg, die Schlittschuhe zu binden, sondern als ich in unsere erste Mannschaftskabine gegangen bin, habe ich 6 verschiedene Wege gesehen, die Schlittschuhe zu binden. Und heute zeige ich euch die 3 häufigsten Varianten und dann eine Methode, die ich euch gar nicht empfehlen würde. So, die erste Variante ist die Standardvariante. So haben sich die Schlittschuhhersteller gedacht, so sollte man die Schlittschuhe anziehen. Und es ist wirklich auch die erste Methode, die jeder ausprobieren soll beim Schlittschuhbinden. Ganz normal die Schlittschuhe von unten bis nach oben zubinden, die Schnürsenkel durch alle Ösen bringen. Das einzige Problem, was einige Leute empfinden, ist es, wenn man in die Hocke geht, tief gehen will und nach vorne flexen will, um sich richtig kräftig abzustoßen, dann drückt der Schuh relativ früh beim in die Hocke gehen gegen das Schienbein. Man kann vielleicht nicht so tief gehen, wie man gehen möchte. Und so kommen wir zum zweiten Schlittschuhbinden-Variante. Variante Nummer 2, für ein bisschen mehr Flex. Ich lasse die obere Öse frei. Das erlaubt mir, wenn ich tief in die Hocke gehe, ein bisschen mehr nach vorne zu flexen. Die Zunge meines Schlittschuhs drückt erst ein bisschen später gegen meine Schienbeine nahe und somit kann ich leichter tiefer in die Hocke gehen und habe das Gefühl beim Vorwärtsabstoß, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Flex, ein bisschen mehr Power habe. Das einzige Problem ist damit, man hat natürlich ein bisschen weniger Halt in dem Schuh, man fühlt sich vielleicht ein bisschen wackeliger an und somit würde ich diese Variante für Anfänger nicht empfehlen, aber wenn man sich wohl auf dem Schlittschuh fühlt und denkt, okay, ich könnte ein bisschen weniger Halt vertragen und ich will ein bisschen mehr nach vorne flexen, dann kann man es gerne ausprobieren. So, jetzt kommen wir zu Variante 3 und so spiele ich. Das ist die Anti-Lace-Bite-Variante. Ich lasse die 4. Öse frei. Das ist für Leute, die mal Probleme haben mit Lace-Bite. Lace-Bite ist, wenn die Zunge oder die Schnürsenkel reindrückt ins Knöchellein bzw. im unteren Schienbein, verursacht sehr viele Schmerzen und man muss manchmal deswegen sogar Pause machen. Falls ihr Probleme mit Lace-Bite habt oder anderen Schmerzen im Schlittschuh, hier ist ein Link zu einem anderen Video, die ich gemacht habe, die euch vielleicht helfen kann. Beim Lace-Bite, wenn ich die 4. Öse freilasse, dann wird der Druck im kompletten oberen Bereich des Schlittschuhs gemindert. Weil hier ist der Flexpunkt des Schlittschuhs. Hier geht der Schlittschuh nach oben und dann ist ein Knick und es geht quer. So hier habe ich den meisten Flex. Wenn ich diese Öse rauslasse, dann wird allgemein im oberen Bereich weniger Druck. Ich habe meine Schlittschuhe noch mit der zweiten Variante hier gebunden gelassen. Man könnte sagen, okay, warum lasse ich einfach nicht die obere Öse frei? Da habe ich auch da mehr Flex. Bloß, das Problem ist, wenn ich die obere Öse frei lasse und in die Hocke gehe, dann habe ich zwar mehr Flex, aber die Schlittschuhe schneidet dann einfach, die Schnürsenkel schneiden dann einfach tiefer in meinen Knöchel rein, statt oben. Hier habe ich allgemein weniger Druck. So, jetzt kommen wir zur letzten Variante, wo ich schon ein bisschen die Krise bekomme, wenn ich meine Kinder so spielen sehe. Und das ist, wenn man die Schlittschuhe zubindet, zuzieht und dann hier hintenrum die festmacht. Meine Schnürsenkel sind tatsächlich zu kurz dafür, aber das Problem hier ist, dass der Knöchel wirklich wie ein Schloss komplett eingesperrt wird. Da hat man überhaupt keine Beweglichkeit mehr. Man tut sich schwer, sogar in der Hocke zu gehen, weil man überhaupt nicht nach vorne flexen kann. Bitte vermeide diese Variante. Und die letzte Frage, gewachst oder ungewachste Schnürsenkel. Leute, das ist wirklich Geschmackssache. Ich persönlich finde, dass die gewachsenen Schnürsenkel etwas leichter festzubinden sind und werden nicht so schnell locker. Meine Betreuerin bei den Bambinis im Verein werden mich jetzt für diese Aussage umbringen.
weil wenn man 10 oder 20 Paar Schlittschuhe im Volk binden muss, dann schneiden die gewachsenen Schnürsenkel schon echt in die Hände rein. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache und hat keine Auswirkung auf die Leistung auf dem Eis. So, das war's zum Thema Schlittschuhbinden bei Marcel's Hockey School. Probiert immer die erste Variante aus und dann, wenn ihr ein bisschen experimentieren wollt, hoffe ich, dass ich euch ein paar Möglichkeiten gegeben habe, um ein paar Sachen auszuprobieren. Hoffentlich hat das Video euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.